Wir reden heute mal über Innenhöhen, denn da gibt es ja die verschiedensten Präferenzen und auch unterschiedliche technische Herangehensweisen. Die Automobilindustrie, das ist bekannt, fragt nach 3 Metern im Lichten für 3 Gitterboxen übereinander. Und der dafür passende Auflieger ist der Krone Megaliner mit dem 80er Hals und einer Bereifung 445/45 oder 385/55, aber jeweils auf der kleinen 19,5 Zoll Felge. Es gibt aber diverse Transporte, die brauchen viel Innenhöhe, da reicht aber eine leicht unterhalb der 3 Meter. Und dann aber bitte mit einem preiswerteren Reifen auf der großen 22,5 Zoll Felge. Der Profiliner hat einen 125 mm hohen Hals und rollt im Standard auf einem 385/65 R22,5. Damit erzielt man Innenhöhen so 265, 270. Wenn es noch mal gut 5 cm mehr sein sollen, geht man auf den 55er Reifen. Jetzt braucht es aber manchmal noch ein paar Zentimeter mehr und da könnte man doch einfach das Mega-Chassis mit der Profi-Bereifung kombinieren. Wenn ich das Mega-Chassis wie hier mit einem 385/55 R22,5 kombiniere, komme ich auf eine Aufsattelhöhe von rund 1050 mm und 2800 mm Innenhöhe. Und wenn wir noch ein paar Zentimeter mehr rauskitzeln sollen, bauen wir den Megaliner auch mit höhengenerierenden Radmulden. Die Aufsattelhöhe geht dann runter auf 1010 mm bei 2850 mm im Lichten. Aber Achtung, wenn du auf eine Liftachse nicht verzichten kannst, reduziert sich die Höhe wieder um 20 bis 25 mm und die Aufsattelhöhe steigt adäquat.